Hallo, ich bin der Ole, ich arbeite im Kundendienst der Firma Europa in Sittelsdorf und ich zeige euch heute anhand der Gebrauchtmaschine die Bedienung der Europa Euromaus 4. Die Maschine ist Baujahr 2013, hat jetzt 14.500 Motorstunden und steht jetzt nun zum Verkauf, nachdem sie bei einem Neumaschinenkauf in Zahlung genommen wurde. Im Kabinendach befinden sich folgende Funktionen: das Mikrofon für die Außensprechanlage, das Radio, der Kippschalter für den Seitenscheibenwischer auf der linken Seite, der Kippschalter für die Spiegelheizung, der Schalter für die Rundumkennleuchte, eine Steckdose 24 Volt, der Arbeitsscheinwerfer für den Mittelspitz, der Arbeitsscheinwerfer Dach unten, der Arbeitsscheinwerfer Dach oben Mitte, der Arbeitsscheinwerfer für Dach oben außen, der Arbeitsscheinwerfer für Dach hinten links, der Arbeitsscheinwerfer für Dach hinten rechts, der Arbeitsscheinwerfer für die Reinigung und Überlader und der Arbeitsscheinwerfer für links und rechts unten am Fahrzeugrahmen. Der Sicherungskasten mit Flachstecksicherungen. Das hier ist der Kippschalter für den Seitenscheibenwischer auf der rechten Seite. Und das hier ist der Kippschalter für die Zusatzbeleuchtung eines Kunden. Der 4-Wege-Schalter für die Einstellung der Außenspiegel. Eine Steckdose mit 12 Volt. Der Schalter für den Scheibenwischer auf der Heckscheibe. Der Schalter für die Kabinenbeleuchtung. Und der Schalter für die Aufstiegsbeleuchtung. Sowie eine 12 Volt Steckdose. Der Batterie-Trennschalter. Die Standheizung. Und ein Einbauschacht für Funkgeräte. Im Farbterminal befinden sich folgende Anzeigebereiche: der Anzeigebereich für die Fahrgeschwindigkeit, der Anzeigebereich für den Dieselmotor mit der Ist- und Soll-Drehzahl, der Anzeigebereich für die Füllstandsanzeige von Diesel und AdBlue, der Anzeigebereich für den aktuellen Kraftstoffverbrauch, der Anzeigebereich für das aktuelle Datum mit Uhrzeit, der Anzeigebereich für die Funktionsauswahl, der Anzeigebereich für die Lenkungszustand und Betriebsparameter, der Anzeigebereich der Waage, der Anzeigebereich für den Zustand des Gegengewichtsarms und der Verriegelung, der Anzeigebereich für Warnhinweise, der Anzeigebereich für das Bedienteil, die Felder für die Zustandsanzeigen, der Anzeigebereich für die Rübenstrecke und der Anzeigebereich für die Schnellübersicht der Ladeparameter. Im Anzeigebereich für den Lenkstatus und Betriebsparameter wird Folgendes angezeigt: der aktive Lenkmodus, die Positionsanzeige der Vorderachslenkung, die Positionsanzeige der Hinterachslenkung, der Hydraulikölfüllstand, die Temperatur Hydrauliköl,
der Druck des Fahrantriebs, die Motorkühlwassertemperatur, die Betriebsspannung der Batterie und der Vorratsdruck der Druckluftanzeige. Im Anzeigebereich der Rübenstrecke werden folgende Informationen angezeigt: Der Entlastungsdruck links, der Entlastungsdruck in der Mitte, der Entlastungsdruck rechts, die Aufnahmehöhe, der Paragraph für die Stellung des Handpotties, die Statusanzeige des Fahrantriebs, die Position des Schwenkarmdrehens, die Position des Überladerdrehens, die Zustandsanzeige für die Verriegelung des Schwenkarms und die Anzeige für den Ladewinkel. In der Schnellübersicht der Ladeparameter werden folgende Informationen angezeigt: Die eingestellte Drehzahl der Aufnehmerwalzen, die eingestellte Drehzahl der Förderwalzen, die eingestellte Drehzahl der Vierfach-Zwickwalzen, die eingestellte Drehzahl des Bauchgurtes, die eingestellte Drehzahl der Nachreinigung und die eingestellte Drehzahl des Überladers. Die rote Linie gibt jeweils die eingestellte Warngrenze an. Der Lenkungshauptschalter dient zum Sperren der Hinterachse. Ist der Lenkungshauptschalter nach unten gekippt, ist die Hinterachse entriegelt. Die Lenkung der Hinterachse ist möglich und die Fahrgeschwindigkeit wird dabei reduziert. Ist der Lenkungshauptschalter nach oben gekippt, ist die Hinterachse verriegelt. Die Lenkung ist gesperrt. Auf dem Bedienteil befinden sich folgende Funktionen: Umschaltung Betriebsart, Schildkröte oder Hase, die Umschaltung des ersten und zweiten Gangs, die Klimaanlage ein- oder aus- oder Defroster-Funktion, die Differentialsperre der Vorderachse, die Differentialsperre der Hinterachse und die Funktion der Wassersprühanlage. Auf dem Drehrad kann man folgende Funktionen abrufen: Einstellung der Aufnehmerwalzen, die Einstellung der Förderwalzen, die Einstellung der Vierfach-Zwickwalzen, die Einstellung des Bauchgurtes, die Einstellung des Nachreinigers, die Einstellung des Überladers, die Einstellung der Rübenbremse, die manuelle Klappung der Klappbleche, die Verriegelung für den Gegengewichtsarm, die Verriegelung für den Schwenkarm, die Einstellung der Temperatur und die Einstellung der Gebläsedrehzahl. Über die Taste Minus und Plus können die Funktionen verlangsamt oder beschleunigt werden. Auf dem Schalterfeld 1 ist Folgendes zu sehen: Die Kontrolle für das Fernlicht, die Kontrolle des Blinkers, der Schalter für das Standlicht und Fahrlicht und der Schalter für die Warnblinkanlage. Im Schalterfeld 4 befinden sich folgende Funktionen:
Der Kippschalter für die Kabine manuell zu heben und zu senken. Achtung, hierbei müssen beide Seitenteile der Aufnahme ausgeklappt sein. Der Kippschalter für den Dieseltank nach oben oder nach unten zu fahren. Der Kippschalter für den Nachreiniger ein- oder auszuschwenken. Der Kippschalter für die Zusatzachse hoch oder runter zu fahren. Der Kippschalter für den Eilgang-Überladergurt oder Eilgang-Bauchgurt. Der Kippschalter für die Pendelachsabstützung zu verriegeln oder zu entriegeln. Der Kippschalter für die Pendelachse links oder rechts. Nach oben drücken, die rechte Seite wird belastet. Nach unten drücken, die linke Seite wird belastet. Im Schalterfeld 3 befinden sich folgende Funktionen. Der Analogrocker für das Ausklappen und Einklappen der Maschine. Der Kippschalter für die Parkbremse. Der Notausschalter. Damit schaltet man alle Antriebe mit Ausnahme des Dieselmotors ab. Wenn die Parkbremse eingelegt ist, kann man den Dieselmotor abstellen, ohne die Zündung auszuschalten. Der Kippschalter für das Räumschild rechts. Der Kippschalter für das Räumschild links. Und der Kippschalter für die Hinterachse nach links oder nach rechts zu lenken. Über den Joystick auf der rechten Seite können folgende Funktionen bedient werden. Mini-Joystick nach vorne, Aufnahme absenken. Mini-Joystick nach hinten, Aufnahme anheben. Mini-Joystick nach rechts, Gegengewicht schwenkt nach links. Mini-Joystick nach links, Gegengewicht schwenkt nach rechts. Über die Taste 2 kann der Fahrantrieb vorwärts aktiviert oder deaktiviert werden. Auf der Taste 3 kann der Fahrantrieb rückwärts durch gedrückt halten aktiviert werden. Auf dem Kreuztaster 4 können die Stützfüße links und rechts angehoben oder abgesenkt werden. Über den Kreuztaster 5 können die Aufnahmeseitenteile links und rechts angehoben oder abgesenkt werden. Auf der Taste 6 kann der Maschinenantrieb ein- oder ausgeschaltet werden. Taste 7. Mit dieser kann man die Aufnehmerwalzen und Förderwalzen ein- oder ausschalten oder durch gedrückt halten reversieren. Über die Taste 8 kann man die Vierfach-Zwickwalzen ein- oder ausschalten oder durch gedrückt halten reversieren. Über die Taste 9 kann der Nachreiniger ein- oder ausgeschaltet werden oder durch gedrückt halten reversiert werden, allerdings nur bei einem Zwickwalzenreiniger. Über die Taste 10 kann man den Bauchgurt ein- oder ausschalten. In Betriebsart Schildkröte kann mit dem Handporti die Vorfahrgeschwindigkeit beim Laden verändert werden. In Betriebsart Hase kann man die Motordrehzahl verstellen bei manueller Drehzahlregelung. Mit dem rechten Joystick wird auch der Überlader und Schwenkarm gesteuert. In Betriebsart Schildkröte kann man mit dem Joystick den Schwenkarm drehen, sowie den Joystick nach links, den Überlader nach links drehen, den Joystick nach rechts, Überlader nach rechts drehen. Mit dem Multitaster kann man den Überlader absenken oder anheben oder den Überladerknick ein-
oder ausklappen. In Betriebsart Hase hat der Joystick folgende Funktion. Joystick nach vorne, Tempomat ein, Joystick zurück, Tempomat aus. Joystick nach links, Hinterachse nach links lenken, Joystick nach rechts, Hinterachse nach rechts lenken. Sowie mit dem Multitaster die Hinterachse wieder zentrieren. Mit dem Joystick auf der linken Seite kann man folgende Funktionen bedienen. Joystick nach vorne, Mietenabräumer wird abgesenkt. Joystick zurück, Mietenabräumer wird angehoben. Joystick nach links, Mietenabräumer wird komplett nach links geschwenkt. Joystick nach rechts, Mietenabräumer wird komplett nach rechts geschwenkt. Mini-Joystick nach vorne, Mietenabräumer Teleskop wird ausgefahren. Mini-Joystick zurück, Mietenabräumer Teleskop wird eingefahren. Mini-Joystick nach rechts, Mietenabräumerschild nach rechts drehen. Mini-Joystick nach links, Mietenabräumerschild nach links drehen. In Betriebsart Schildkröte kann mit dem Kreuztaster die Laderichtung nach links oder rechts vorgewählt werden. Wird der Kreuztaster nach links oder rechts gedrückt und kurz festgehalten, kehrt sich der Dresen des Schwenkarms jeweils um. Über den weißen Taster kann die Sitzbremse gelöst oder festgestellt werden. Mit Taste 18 und 19 kann das Mietenabräumerschild nach rechts oder nach links gedreht werden. In Betriebsart Hase kann mit dem Kreuztaster nach links der Dieselmotor auf die manuelle Drehzahlregelung gestellt werden und nach rechts auf die automotive Drehzahlregelung. So, das war ein kurzer Überblick über die Bedienung der Ropa Euromaus 4. Ich wünsche euch einen guten Start in die Kampagne. Und bei Interesse an dieser oder anderen Ropa Gebrauchtmaschinen könnt ihr euch gerne beim Ropa Vertriebsteam melden.